Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Schrödingers Katze. Einführung in die Quantenphysik von Olaf Benzinger ist eine verständliche, zugleich präzise Reise durch die merkwürdige Welt des Allerkleinsten. Anhand der ikonischen Katzengeschichte öffnet der Autor die Tür in eine Physik, in der Wahrscheinlichkeiten, Superpositionen und Verschränkungen die Rolle übernehmen, die in der klassischen Welt feste Bahnen und klare Ursachen spielen. Benzinger erklärt nicht nur, was hinter bekannten Schlagworten steckt, sondern wie diese Konzepte historisch gewachsen sind, experimentell geprüft wurden und warum sie bis heute als bestes Werkzeug dienen, um Natur auf atomarer und subatomarer Ebene zu beschreiben. Das Buch verzichtet auf unnötige mathematische Hürden, ohne den sachlichen Kern zu verwässern. Analogien aus Alltag, Technik und Geschichte, kleine Gedankenexperimente und anschauliche Erklärbilder im Kopf machen komplizierte Ideen greifbar. Leserinnen und Leser lernen, warum die Quantenphysik nicht Chaos bedeutet, sondern eine streng überprüfte Theorie mit außergewöhnlich hoher Vorhersagekraft ist. Gleichzeitig verschweigt der Autor nicht, wo offene Fragen liegen, etwa beim Messproblem und bei der Deutung dessen, was ein Quantenzustand aussagt. Dadurch eignet sich das Buch sowohl als erster Zugang zur Quantenwelt als auch als strukturierte Auffrischung für alle, die ihr Grundlagenwissen neu ordnen möchten. Ob Neugier auf die Katze, Interesse an moderner Technik von Laser bis Quantencomputer oder der Wunsch, populäre Mythen verlässlich zu sortieren, dieses Buch bietet eine klare, gut lesbare und inhaltlich solide Einführung, die Lust macht, weiterzudenken und weiterzulesen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Wellen. Teilchendualismus und der Doppelspalt. Der Wellen-Teilchen-Dualismus steht am Anfang vieler quantenphysikalischer Erzählungen, weil hier das klassische Verständnis erstmals spürbar ins Wanken gerät. Das berühmte Doppelspaltexperiment zeigt, dass Teilchen wie Elektronen und Photonen Interferenzmuster erzeugen, die wir sonst von Wellen kennen. Schießt man Teilchen einzeln durch zwei Spalte, entsteht nicht etwa ein Muster aus zwei Häufungen, sondern über viele Ereignisse hinweg ein Interferenzbild, als ob jedes Teilchen sich wie eine ausgedehnte Welle durch beide Wege zugleich ausbreitet. Diese Beobachtung widerspricht unserem Alltagsbild, in dem Dinge eindeutig hier oder dort sind. Benzinger nutzt dieses Experiment als Leitmotiv, um die zentrale Idee zu erklären. In der Quantenwelt beschreibt man nicht die Bahn eines Teilchens, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich wellenartig entwickelt. Das ist keine wachsweiche Aussage, sondern eine extrem präzise mathematische Regel, deren Vorhersagen sich in unzähligen Versuchen bestätigt haben. Der Autor arbeitet heraus, dass der Dualismus kein Entweder-Oder ist, sondern eine kontextabhängige Erscheinung. Welche Eigenschaften zum Vorschein kommen, hängt vom Aufbau des Experiments ab. Zeigt man den Weg eines Teilchens explizit an, verschwindet das Interferenzmuster und es erscheinen Teilcheneigenschaften. Versteckt man den Weg, dominieren Welleneigenschaften. So wird der Dualismus verständlich. Quantenobjekte tragen beides in sich und die Messanordnung zeigt jeweils einen Aspekt. Historisch führt die Spur von Newton und Huygens über Planck und Einstein bis zu de Broglie, der Materiewellen postulierte. Benzinger verdeutlicht, dass dieser Ansatz heute nicht mehr Spekulation ist, sondern der Standard, auf dem Elektronenmikroskope, Beugungsexperimente und moderne Nanophysik beruhen. Wichtig ist auch die Rolle der Wahrscheinlichkeitsdeutung. Man erhält keine exakten Vorhersagen für einzelne Ereignisse, aber exakte Vorhersagen für Verteilungen. Diese Einsicht räumt mit einem verbreiteten Missverständnis auf, wonach die Quantenphysik nur Unbestimmtheit liefere. Sie liefert vielmehr eine andere Art von Bestimmtheit. Der Dualismus ist damit kein Mangel, sondern der Schlüssel, um Phänomene zu verstehen, die sich klassisch gar nicht erklären lassen. Zweitens. Unschärferelation, Operatoren und Komplementarität. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist mehr als eine technische Messgrenze.
Sie ist eine grundlegende Struktur der Quantenwelt. Sie besagt, dass es Paare von Observablen gibt, etwa Ort und Impuls, die nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit festgelegt sein können. Benzinger erklärt dies ohne trockene Formelorgien, aber dennoch sachlich korrekt, indem er die Verbindung zur Wellennatur betont. Wer schon einmal gesehen hat, wie eine kurze Wellenpackung einen breiten Frequenzbereich braucht, versteht intuitiv, warum eine scharf lokalisierte Teilchenwelle einen unscharfen Impuls haben muss. Hinter der Unschärfe stehen mathematisch nicht kommutierende Operatoren. Diese Begrifflichkeit muss man nicht im Detail beherrschen, um den Kern zu erfassen. Wichtig ist das Prinzip. Bestimmte Messgrößen stehen in einer grundsätzlichen Spannung. Misst man die eine Größe exakt, verteilt sich die andere zwangsläufig. Dies ist keine Störung durch den Messapparat allein, sondern eine Eigenschaft der Zustände selbst. Benzinger grenzt dieses Bild fein von populären Fehlinterpretationen ab. Es geht nicht darum, dass wir technisch ungeschickt wären oder zu grobe Instrumente besitzen. Selbst die perfekteste Vorrichtung der Welt könnte Ort und Impuls nicht gleichzeitig beliebig genau festlegen. Aus dieser Struktur erwächst die Komplementarität. Je nach Experiment zeigt ein System Eigenschaften, die sich gegenseitig ausschließen, die aber gemeinsam notwendig sind, um das Ganze zu beschreiben. Ein klassisches Beispiel sind die Alternativen: Weginformation und Interferenzkontrast. Je besser der Weg bekannt ist, desto schwächer ist das Interferenzmuster. Das ist kein Trick, sondern ein tiefer Zusammenhang. Auch Spin- und Polarisationsrichtungen lassen sich in diesem Rahmen anschaulich diskutieren. Der Stern Gerlach. Versuch demonstriert, wie Quantisierung als diskrete Messergebnisse auftritt, obwohl der dahinterliegende Zustandsraum kontinuierlich erscheinen mag. Benzinger nutzt solche Beispiele, um die Lesenden zu befähigen, Alltagsfragen neu zu stellen. Warum kann ein Elektron nicht einfach auf einer Bahn wie ein Planet rollen? Warum führen präzise Eingriffe nicht zu klassischer Klarheit? Die Antwort ist, dass die Welt auf kleinster Skala nicht durch versteckte klassische Variablen erklärt werden kann, die nur gut versteckt sind. Vielmehr ist die Struktur der Natur selbst quantisiert und in bestimmten Kombinationen prinzipiell unbestimmt. Das zu verstehen bedeutet nicht, alles sei beliebig. Es bedeutet zu verstehen, welche Fragen man an ein System sinnvoll stellen kann und welche Paare von Fragen sich gegenseitig begrenzen. Drittens. Superposition, Schrödingers Katze, Messproblem und Dekohärenz. Superposition ist der Herzschlag der Quantenphysik. Ein Quantenzustand kann mehrere Möglichkeiten zugleich tragen, so wie eine Welle aus den Überlagerungen vieler Einzelwellen besteht. Schrödingers Katze ist das berühmte Gedankenexperiment, mit dem die Spannung zwischen mikroskopischer Superposition und makroskopischer Alltagserfahrung sichtbar wird. Eine mikroskopische Entscheidung, etwa der Zerfall eines radioaktiven Atoms, wird über einen Mechanismus auf ein makroskopisches System gekoppelt: die Katze im Kasten. Aus Sicht der Quantenformulierung müsste man den Gesamtzustand als Überlagerung von lebendig und nicht lebendig betrachten, solange keine Messung stattfindet. Benzinger zeichnet den Sinn hinter dieser Provokation nach. Die Frage ist nicht, ob Katzen wirklich in seltsamen Mischzuständen sind. Die Frage ist, wie aus Superpositionen scharf wahrgenommene Ereignisse werden, die wir als klassische Welt erleben. Hier setzt das Messproblem an. In der Standardbeschreibung gibt es zwei Prozesse. Erstens die deterministische glatte Entwicklung der Wellenfunktion. Zweitens den scheinbar sprunghaften Kollaps bei der Messung. Wie passt das zusammen? Eine moderne Antwort beruht auf Dekohärenz. Kopplung an die Umgebung zerstört die feinen Phasenbeziehungen, die Interferenz möglich machen. Dadurch erscheinen im makroskopischen Maßstab alternative Ergebnisse stabil und voneinander getrennt, obwohl der Gesamtzustand der Welt weiter kohärent sein kann. Benzinger erklärt die Idee anschaulich, ohne in technische Tiefe abzugleiten. Dekohärenz ist keine magische Lösung, aber sie zeigt, warum wir keine Katzen in offensichtlichen Mischzuständen beobachten und warum klassische Eigenschaften robust werden. Das hilft, das Messproblem zu entschärfen, indem es die Rolle der Informationsverteilung in der Umwelt betont.
Zugleich macht der Autor transparent, dass unterschiedliche Deutungen verschieden weit gehen, um den subjektiven Eindruck eines einzelnen Ergebnisses zu erklären. Manche Interpretationen nehmen den Kollaps als grundlegenden Prozess, andere betrachten Messung als Wissensakt, wieder andere akzeptieren, dass alle Alternativen weiter existieren und wir nur einen Pfad erfahren. Was Leserinnen und Leser aus diesem Kapitel mitnehmen, ist die Fähigkeit, die Katzengeschichte als Werkzeug zu sehen, nicht als Paradoxon zum Verzweifeln. Superposition ist real in dem Sinne, dass sie experimentell nachweisbare Interferenz hervorbringt. Objekte verlieren durch Umgebungskontakt schnell ihre Quantenfeinheiten. Deshalb ist die Welt des Alltags so robust, obwohl sie auf Quantengesetzen ruht. Diese Einsicht ermöglicht es, moderne Experimente mit supraleitenden Schaltkreisen, Ionenfallen oder Nanomechanik als kontrolliertes Spiel mit Kohärenz und Dekohärenz zu verstehen, in dem Forschende die Grenze des Klassischen gezielt verschieben. 4. Verschränkung, Nichtlokalität und Bell-Experimente. Verschränkung ist die wohl tiefgreifendste Besonderheit der Quantenphysik. Zwei oder mehr Systeme können so miteinander verbunden sein, dass ihre Eigenschaften nur gemeinsam sinnvoll beschrieben werden können, auch wenn sie räumlich getrennt sind. Misst man an der einen Seite eine Größe, dann sind die Korrelationen zur anderen Seite stärker, als klassische Theorien mit verborgenen lokalen Variablen erlauben würden. Benzinger führt in diese Idee über das EPR-Argument ein, in dem Einstein, Podolsky und Rosen den Eindruck einer unvollständigen Theorie formulierten. Die Antwort der Physik sind die Bell-Ungleichungen. Sie liefern eine scharfe Prüfregel. Wenn Messwerte durch lokale verborgene Parameter bestimmt sind, müssen bestimmte Kombinationen von Korrelationen begrenzt sein. Experimente mit Photonen, Ionen und verschiedenen Detektoren haben diese Grenzen wiederholt verletzt. Und moderne Tests schließen dabei wichtige Schlupflöcher. Die Schlussfolgerung lautet nicht, dass Informationen schneller als Licht reisen, sondern dass die Natur nicht lokal realistisch im klassischen Sinne ist. Entweder muss man Lokalität oder eine naive Form von Realismus aufgeben oder beides differenziert neu denken. Benzinger macht den Schritt von der Philosophie zur Praxis und zeigt, dass Verschränkung kein exotischer Sonderfall ist, sondern eine Ressource. Quantenkryptographie nutzt sie, um Abhörversuche aufzudecken. In Quantenkommunikation und Teleportationsprotokollen wird Verschränkung eingesetzt, um Zustände zuverlässig zu übertragen, ohne das Objekt selbst zu schicken. In künftigen Quantennetzwerken kann sie eine Rolle spielen, ähnlich wie Wiederholerstationen im klassischen Internet, nur mit quantenspezifischen Kniffen. Der Autor erklärt, dass die Stärke der Quantenphysik gerade darin liegt, dass sie diese Korrelationen exakt berechnen und experimentell erzeugen kann. Gleichzeitig räumt er mit populären Missverständnissen auf. Verschränkung ist kein Gedankenlesen auf Distanz und keine nutzbare Übertragung klassischer Informationen schneller als Licht. Was übertragen wird, sind Korrelationen, und deren Struktur gehorcht den quantenmechanischen Gesetzen strikt. Das Kapitel hilft, die Schärfe der Bell-Versuche zu würdigen und die intellektuelle Leistung zu sehen, die hinter den modernen Experimenten steht. Die Lesenden lernen, dass Nichtlokalität als Nichtfaktorierbarkeit von Zuständen verstanden werden kann und dass dies die Grenzen klassischer Modelle offenlegt. Dadurch bekommt die oft mythisch aufgeladene Verschränkung eine sachliche, greifbare Gestalt, die sowohl die philosophische Tiefe als auch die technologische Kraft sichtbar macht. Schließlich Interpretation und Anwendungen von Laser bis Quantencomputer. Wer Quantenphysik verstehen will, stößt unweigerlich auf die Frage nach der richtigen Deutung. Benzinger stellt die wichtigsten Interpretationen ausgewogen vor, ohne sich in Glaubenskriege zu verstricken. Die Kopenhagener Sicht betont die Rolle des Messprozesses und die statistische Natur der Vorhersagen. Viele Welten nimmt die mathematische Entwicklung ernst und liest sie als Beschreibung vieler paralleler Alternativen, die nicht miteinander interferieren, sobald Dekohärenz greift. Die Pilotwellen. Idee führt zusätzliche Führungsgrößen ein, die die Bewegung von Teilchen steuern,
wobei Nicht-Lokalität von Anfang an akzeptiert wird. Subjektzentrierte Deutungen setzen den Akzent auf Information und Wahrscheinlichkeit als Maß für Wissen. Benzinger hilft bei der Einordnung, was Interpretationen leisten sollen und was sie nicht leisten können. Sie ändern keine Vorhersagen. Sie strukturieren Verständnis, schärfen Begriffe und beeinflussen, welche Fragen Forschende stellen. Damit verbindet der Autor diese philosophische Seite geschickt mit der technischen Wirkung der Quantenphysik im Alltag. Laser beruhen auf stimulierter Emission, einem genuin quantenmechanischen Prozess, der kohärentes Licht erzeugt und in Telekommunikation, Medizin und Fertigung allgegenwärtig ist. Halbleiterbauelemente von Dioden bis zu modernen Transistoren funktionieren, weil Energiebänder und Tunneln quantenmechanischer Natur sind. Magnetresonanz nutzt quantisierte Drehimpulse und Energieniveaus in Medizin und Materialforschung. Quantenkryptographie verspricht abhörsichere Schlüsselverteilung basierend auf den Prinzipien von Superposition und Messstörung. Quantencomputer schließlich verwenden Qubits, die Superposition und Verschränkung kombinieren, um bestimmte Aufgaben potenziell effizienter zu lösen. Benzinger beschreibt Chancen und Grenzen nüchtern. Er warnt vor überzogenen Erwartungen, erklärt Rauschen und Fehlerkorrektur und macht verständlich, warum die Skalierung hart ist, aber warum die Forschung so intensiv voranschreitet. Leserinnen und Leser erhalten dadurch ein Bild der Quantenphysik als doppelt fruchtbar. Sie ist einerseits eine präzise Theorie mit hohem Erklärwert und andererseits eine Technologieplattform, die bereits heute Geräte möglich macht, ohne die moderne Gesellschaft anders aussähe. Die Stärke des Buches liegt darin, beides zusammenzubringen. Philosophische Klarheit, die beim Denken hilft, und praktische Beispiele, die zeigen, warum sich das Denken lohnt. Dadurch bleibt keine der beiden Seiten abstrakt. Die Interpretationen gewinnen Boden unter den Füßen, weil ihre Fragen an realen Anwendungen gespiegelt werden, und die Anwendungen gewinnen Tiefe, weil klar wird, welche Grundprinzipien sie tragen. Zusammenfassend: Schrödingers Katze. Einführung in die Quantenphysik ist ein Buch für alle, die die Quantenwelt ohne Vorwissen begreifen wollen und für alle, die vorhandenes Wissen aufräumen und vertiefen möchten. Schülerinnen und Schüler, die eine klar strukturierte Ersteinstiegshilfe suchen, Studierende, die sich einen verständlichen Überblick über zentrale Konzepte erarbeiten wollen, Lehrende, die nach anschaulichen Beispielen und Erklärwegen Ausschau halten, wie auch technikaffine Leserinnen und Leser, die verstehen möchten, warum Laser, Halbleiter und Quantenkryptographie funktionieren, finden hier eine fundierte, zugängliche Ressource. Besonders wertvoll ist der Ton, den Benzinger trifft. Er nimmt die Lesenden ernst, setzt keine mathematischen Barrieren, verschweigt aber die Komplexität nicht. So entsteht Vertrauen und Neugier. Das Buch bietet Ihnen konkrete Vorteile für den Alltag und die berufliche Orientierung. Es schärft das Denken in Wahrscheinlichkeiten, zeigt, wie man sinnvolle Fragen formuliert und lehrt, Grenzen nicht als Schwäche, sondern als Strukturmerkmal zu begreifen. Diese Fähigkeiten sind in vielen Bereichen nützlich, von Datenanalyse und Technikverständnis bis zur Entscheidung unter Unsicherheit. Wer die Grundprinzipien der Quantenphysik versteht, erkennt auch Trends wie Quantencomputer realistischer, kann Chancen und Hype unterscheiden und fundierter mitreden. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Weil es die seltene Balance schafft, präzise und freundlich zu erklären. Viele Einführungen sind entweder unterhaltsam, aber flach, oder präzise, aber schwer zugänglich. Benzinger meistert den Mittelweg. Er ordnet die Geschichte der Ideen, verknüpft sie mit Experimenten, korrigiert Mythen und schlägt Brücken zu Anwendungen. Zugleich bleibt die Darstellung fokussiert und klar, ohne Nebel aus Fachjargon. Das bedeutet für Sie, Sie kommen schnell von der Neugier zur Einsicht und von der Einsicht zu einem tragfähigen Verständnis, das über das Lesen hinauswirkt. Wer dieses Buch kauft, investiert nicht nur in Sachwissen, sondern in einen Werkzeugkasten des Denkens, mit dem sich auch andere komplexe Themen besser erschließen lassen. Deshalb ist es eine lohnende Wahl gegenüber allgemeineren oder oberflächlicheren Titeln. Wenn Sie unterstützen möchten, Olaf Benzinger, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe.
Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.